Von der beinahe Ausrottung einer tödlichen Krankheit bis hin zur Ehrung für seine weltweiten Friedensbemühungen. Jimmy Carter hat viel erreicht, nachdem er die Wahl gegen Ronald Reagan verloren hatte. Hier erfahren Sie, wie Carters Aktivitäten nach der Präsidentenschaft seine Berechtigung als weltverändernde Persönlichkeit bestätigt haben. Eine wichtige Frage während der Wahlen 1976 war, wie ein neuer Präsident das verlorene Vertrauen des amerikanischen Volkes zurückgewinnen könnte. Und damit musste der 39. Präsident Jimmy Carter umgehen können. Mit der Erinnerung an den Watergate-Skandal, der Rücktritt von Richard Nixon und die Katastrophe des Vietnamkriegs im Hinterkopf, musste sich Präsident Carter nicht nur mit Themen wie der Wirtschaft und den Außenbeziehungen auseinandersetzen, sondern auch mit einer amerikanischen Öffentlichkeit, die Washington gegenüber misstrauisch geworden war. Präsident Carter versuchte, die Kluft zwischen der Bevölkerung und dem Präsidentenamt auf verschiedene Weise zu schließen. Er hielt zahlreiche Pressekonferenzen ab, damit die Presse ihn zu seiner Politik befragen konnte. Er versuchte, den von den Demokraten kontrollierten Kongress zu nutzen, um viele populistische Reformen zu verabschieden. Dies wurde zu einem Problem für die traditionelleren demokratischen Mitglieder des Kongresses, die Carters Populismus ablehnten und sich vielen seiner Ziele widersetzten. Seine außenpolitischen Ambitionen liefen eine Zeit lang besser, da er erfolgreich Verträge mit Panama abschloss und die berühmten Camp David-Abkommen mit Ägypten und Israel zustande brachte. Seine Unfähigkeit, die amerikanischen Gefangenen während der Geiselkrise im Iran zu befreien, sowie die anhaltende Inflation und die beunruhigende Nachricht von der Kernschmelze auf 3 Mile Island trugen jedoch dazu bei, dass seine Präsidentenschaft in der ersten Amtszeit entscheidend geschwächt wurde. Bei den Wahlen 1980 gewann der Republikaner Ronald Reagan die Präsidentenschaft in einem Erdrutschsieg, während die Präsidentenschaft von Jimmy Carter heute von vielen als Misserfolg angesehen wird, ist sein Leben nach Washington eine ganz andere Geschichte. So you don't look back and say, oh, I wish I would have been a better politician. I wish I would have gotten reelected. No, those are not the things that I worry about now. Viele Präsidenten verbringen ihr Leben nach Washington damit, ihren Interessen und Hobbys nachzugehen, so wie George W. Bush, der Maler wurde, oder Barack Obama, der in der Filmproduktion einstieg. Der ehemalige Präsident Carter hat sich in seinem Ruhestand vor allem auf seine humanitären Bemühungen konzentriert. Im Jahr 1982 gründete Carter das Carter Presidential Center, das sich mit Fragen der Menschenrechte und der Demokratie in der ganzen Welt befassen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Rosalind Carter half der ehemalige Präsident Carter, die Organisation Habitat for Humanity bekannt zu machen. Seit 1984 waren die Carters in 14 Ländern tätig und halfen beim Bau oder der Renovierung von über 4000 Häusern. Carters Organisation, das Carter Center, hat sich auch stark für die Ausrottung der Guinea-Wurmkrankheit eingesetzt. Eine sehr schmerzhaften Tropenkrankheit, die man sich durch Trinken von Wasser zuziehen kann, das mit den Larven des Wurmes verunreinigt ist. Die Bemühungen des Zentrums haben sich gelohnt. In den letzten mehr als 30 Jahren ist die Zahl der Fälle von 3,5 Millionen pro Jahr auf nur noch 13 im Jahr 2022 zurückgegangen. Präsident Carter nutzte seinen Namen auch, um im Laufe der Jahrzehnte als Diplomat im Ausland zu arbeiten. Er half bei der Wiederherstellung der Heimat der Miskito-Indianer in Nicaragua, vermittelte einen kurzen Waffenstillstand zwischen bosnischen Serben und Muslimen während des Bosnienkriegs, meldete illegale Wahlverfahren in Panama und handelte 1994 ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms aus. 1999 verlieh Präsident Bill Clinton Carter die Presidential Medal of Freedom. 3 Jahre später wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Hätte Jimmy Carter beschlossen, nach seiner Präsidentenschaft auf seine Farm in Georgia zurückzukehren und sich dort zu entspannen, würde er in der Geschichte nur als unproduktiver Präsident und als Platzhalter zur Reagan-Regierung gelten. Carters Leben nach der Präsidentenschaft hat jedoch seinen Stellenwert in der amerikanischen Geschichte völlig verändert. Im Jahr 1981, als er aus dem Amt schied, hatte Präsident Carter eine Zustimmungsrate von nur 34%. Der Biograf von Präsident Carter, Jonathan Alter, äußerte sich wie folgt über die Veränderung von Carters Erbe.
Es gibt diese historische Neubewertung. Seine Errungenschaften werden besser gesehen und an seine Misserfolge erinnert man sich weniger. In Bezug auf seine Regierung sagte Carter im Juli 2021 gegenüber PBS NewsHour: Wir haben versucht, den Frieden zu bewahren und wir haben die Menschenrechte hochgehalten. Andere verweisen auf das Verhalten von Carter und vergleichen es mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump als Grund für die Lobeshymne auf Carter. Laut Al Jazeera sagte der Präsidentschaftshistoriker Douglas Brinkley: Trump hat mit großer Regelmäßigkeit gelogen. Carters Aushängeschild war die grundlegende Ehrlichkeit. Der Unterschied zwischen den beiden Männern hätte also nicht größer sein können. Trotz gesundheitlicher Probleme wie einer gebrochenen Hüfte und mehreren Krebserkrankungen war Präsident Carter am 21. März 2019 mit 94 Jahren und 172 Tagen der am längsten lebende Ex-Präsident.